Prägendes Ereignis, ja, gab es natürlich noch viele. Also wie gesagt, die U2, der Wiederaufbau, den habe ich damals als Projektleiter dann auch gestalten können, insbesondere als die Verkehrsbetriebe zusammen waren. Und das muss ich schon sagen, das hat mich schon sowohl gefordert, geprägt. Ich habe damals enorm viel gelernt, eben sowohl dieses Menschliche, was ich eben Mhm. geschildert habe, dass man es schafft, einem ja auch zusätzliche Menschenkenntnis, wenn man mit verschiedenen Typen von Menschen zu tun hat. Es war gleichzeitig ein enormer Zeitdruck, ein hoher politischer Druck durchaus zu merken. Und es war insgesamt erfolgreich. Es war so eine Zeit, wo auch relativ viele Menschen ja, gesagt haben, gut, es gibt Regeln, es gibt Gesetze, es gibt Verordnungen, aber es gibt auch ein Ziel und wir wollen dahin und wir wollen da schnell hin, wir müssen da schnell hin. Und dann wurden auch mal Regeln, ich sage mal, etwas freier interpretiert. Es wurde schneller nach Lösungen gesucht als Mhm. heutzutage, wo eben doch sehr viel, ja, dieser, so mal fast, würde sagen, der Haftungsgedanke im Vordergrund stehen. Was kann mir denn passieren, wenn ich es falsch Mhm. mache? Also mache ich mal lieber nichts. Das ist ja so eine Grundhaltung, die bei vielen drin ist, mitunter auch aus schlechten Erfahrungen gespeist. Das war damals wenig. Und ich sag mal, sozusagen von nichts anzufangen, also eine Strecke, die praktisch nicht existierte, beziehungsweise Mhm. im Dornröschenschlaf war, mit allen möglichen Originalitäten, die wir da noch hatten. Es gab zum Beispiel fuhr eine alte Straßenbahn fuhr zwischen den heutigen Bahnhöfen Bülowstraße und Nollendorfplatz auf dem Mhm. Hochbahnviadukt. Die fuhr zwischen zwei Flohmärkten hin und her. Die mussten wir auch abräumen. Es Mhm. gab noch eine Magnetbahn, die war so genau kurz vor der Wende aufgebaut worden und benutzte einen Teil der Trasse der U2, um dann sozusagen zur Richtung Philharmonie Kammermusiksaal abzubiegen. Die mussten wir einerseits noch kurzzeitig in Betrieb nehmen, da mussten wir auch Mhm. mithelfen und dran arbeiten, dass die noch in Betrieb kann, damit sie Ja. einmalig eine Zulassung zur Personenbeförderung bekam. Das war sozusagen wichtig, auch damit das Forschungsziel erreicht war. Und da mussten wir sie auch möglichst schnell wieder abräumen und abbauen, damit eben die U-Bahn-Trasse wiederhergestellt werden konnte. Mhm. Und das war schon, muss ich sagen, für mich damals auch, fand ich das persönlich als einen großen Erfolg, dann im November 1993 auch in dem ersten Eröffnungszug zu sitzen und ja, die Strecke, die ich nun sozusagen zu Fuß und von vielen Terminen her nun wirklich ziemlich bis zum letzten Schotterstein kannte, dann einfach auch mal selber mitzufahren, zu sagen, Donnerwetter, jetzt haben wir es geschafft, jetzt fahren wir zum ersten Mal durch. Und das war auch so, dass damals sehr viele Fahrer da wirklich zum ersten Mal diese Strecke wechselseitig gefahren sind. Also die Westfahrer fuhren dann zum ersten Mal plötzlich wieder nach Pankow und umgekehrt Ostfahrer kamen plötzlich bis nach Ruhleben, was vorher kaum vorstellbar Mhm. mit Fahrzeugtypen, die vorher auch noch nie jeweils auf den anderen Strecken gefahren waren. Das war schon, ja, hat mich schon sehr geprägt, beeindruckt und war ein schon im Nachhinein gesehen, würde ich sagen, besonderer Erfolg, an dem ich da mitwirken konnte.